Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Intergeo TV. In dieser Episode der Expert Talks haben wir das Vergnügen, Christoph Kani kennenzulernen. Und gerne werde ich Ihnen unseren heutigen Gast genauer vorstellen. Christoph Kani ist nicht nur begeistert von Geoinformationen, sondern auch ein Profi in Sachen Geoanwendungen. Seine Faszination für dieses Fachgebiet begann bereits in seiner Jugend, als er die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und das immense Erkenntnispotenzial von Geoinformationen entdeckte. Seine Laufbahn beginnt in den 90er Jahren als Messgehilfe und er legt eine Ausbildung zum Vermessungstechniker nach und gibt seiner Laufbahn mit einem Geografiestudium mit Schwerpunkt GIS weiteren Auftrieb. Und während Christoph Kani bei Esri Deutschland tätig ist, setzt er seine Leidenschaft für GIS nicht nur beruflich ein. In seiner Heimatstadt Bornheim bringt er Grundschulkindern den Umgang mit Geoinformationssystemen bei und engagiert sich seit Jahren beim DVW, dem Deutschen Verein für Vermessungswesen, dem Veranstalter der Intergeo. Und in diesem Jahr übernahm er dort die Leitung des Arbeitskreises Geodatenmanagement. Und wir freuen uns darauf, von Christoph Kani mehr über die faszinierende Welt der Geoinformation zu erfahren und vor allen Dingen seine Perspektive auf aktuelle Entwicklungen zu hören und Einblicke in nicht nur das Engagement zu gewinnen, sondern auch quasi, was da gerade alles passiert und vorangeht. Also bleiben Sie dran. Das ist eine Episode, die ist ein absolutes Highlight für alle, die sich für die Geoanwendungen interessieren und ihr breites Anwendungsspektrum. So, und ich freue mich, da ist er. Ich grüße Sie ganz herzlich, Herr Kani. Schön, dass Sie da sind. Ja, Frau Wenzel, ganz herzlichen Dank für diese tolle Anmoderation. Freue mich auch, hier zu sein. Sehr, sehr gerne. All das ist, was wir bereits über Sie wissen können, in Erfahrung bringen konnten. Und da hört man, da ist eine Menge Enthusiasmus dabei. Da ist fast so ein ganz großes Engagement dahinter. Das heißt, Sie sehen da wirklich ein großes Potenzial der Geoinformationen. Was treibt Sie da an? Was ist das, was Sie da so vorantreibt, auch in Ihrer Arbeit für den Arbeitskreis? Ja, also ich persönlich bin der Meinung, dass wir heutzutage keine Fragestellung mehr haben, die ohne den Geobezug nicht beantwortet werden kann. Und das zieht sich wirklich komplett quer durch die Arbeiten, die Sie gerade angesprochen haben, in Ehrenamt, aber auch in sozusagen meiner Arbeit und natürlich, wenn man den gesamten Blick auf die Gesellschaft hat, mit den riesigen Herausforderungen, denen wir uns entgegenstellen müssen, wie Klimawandel, strukturelle Veränderungen, Digitalisierung und dergleichen. Und im Kern, alle Fragen haben mit Raumbezug zu tun und es hat mich schon seit jeher wirklich fasziniert. Und ich finde es auch total klasse zu verfolgen, wie Kinder mit Karten arbeiten und wie sie Karten kennenlernen und den Raum sich erschließen und wie einfach das Ganze auch dann umgesetzt wird und da tolle Anwendungen auch entstehen. Mhm. Wo sehen Sie da die Verbindung von den Karten, von den Daten zu den Geoinformationen? Also wo setzen Sie da an in dieser Arbeit, die Sie auch tun? Ja, also im Kern brauchen wir für alles ein Geodatenmanagement, was eben die heutigen Herausforderungen eben auch stellen kann. Und zuletzt habe ich ja den Arbeitskreis Geodatenmanagement jetzt als Arbeitskreisleiter übernehmen dürfen. Habe schon einige Jahre vorher mitgewirkt, aber jetzt entsprechend als Arbeitskreisleiter. Und genau das ist auch der Ansatzpunkt. Wie bekomme ich nämlich in die jeweiligen Fachverfahren, in die jeweiligen Fragestellungen, den jeweiligen Raumbezug beziehungsweise die Sicht, die Fachdaten hinein, wie kann ich das Ganze kombinieren, wie kann ich das Ganze sichtbar machen, wie kriege ich auch die ganzen Meinungen der einzelnen Stakeholder eben zusammen, um dann ein großes Ganzes entstehen zu lassen und da auch jeweils die richtige Entscheidungsebene, die richtige Sicht darauf. Und da haben wir zum Beispiel aktuell in jedem Munde auch die digitalen Zwillinge, die hervorragende Möglichkeiten bieten, um sozusagen alle Informationen zusammenzufließen zu lassen und dort sichtbar werden zu lassen und dann auch nachhaltige Entscheidungen treffen zu können. Mhm.
Sie haben es jetzt gerade schon angesprochen, also Entscheidungen, die getroffen werden, die sind auf politischer Ebene, auf wirtschaftlicher oder eben auch auf Verwaltungsebene. Und wie erreichen Sie die Entscheider mit dieser Aufgabenstellung, die Sie gerade beschrieben haben, also dieser geozentrierten Perspektive? Ja, also zum einen, unser Arbeitskreis mit dem Thema Geodatenmanagement hat sich dem sozusagen verschrieben, beziehungsweise in der kommenden oder laufenden Arbeitsperiode, da werden wir ganz dran stark arbeiten, den Mehrwert von Geoinformationen weiter aufzuzeigen. Das geht aber natürlich nicht alleine, sondern wir vom DVW haben uns ja so aufgestellt, dass wir jetzt 8 Arbeitskreise haben. In dem einen Arbeitskreis, was vorher mit dabei war, nämlich das Thema Building Information Modeling, ist jetzt ein eigener Arbeitskreis. Und da schauen wir schon ganz dezidiert auf diese einzelnen Fachbereiche, aber auch, um das ganz klar zu sagen, diese Querschnittsthemen, diesen zentralen Herausforderungen. Ich sagte es bereits, Klimawandel, dann Digitalisierung, aber auch so Prozesse wie Urbanisierung. Und genau dort versuchen wir vom DVW, nämlich mit so Querschnittsthemen, dann auch arbeitskreisübergreifend das alles aufzuarbeiten, greifbar zu machen und eben an die Entscheidungsträger ranzubringen, dass es eben verständlich wird, wie eben die Geobranche eben an diesen zentralen Herausforderungen mitarbeitet. Also Stichwort Klimawandel, digitaler Zwilling und Urbanisierung. Das sind sozusagen die 3 Querschnittsthemen. Und im Ergebnis möchten wir dann auch greifbare Kennzahlen aufzeigen, beziehungsweise Geoinformationen greifbar und verständlich machen und A-Effekte hervorrufen, dass Entscheider auch sehen, okay, die Geoinformationen sind eine der Kerndaseinsversorgung, möchte ich mal sagen, die wir brauchen, um uns diesen gesellschaftlichen Herausforderungen zu stellen. Und gerade im Bereich der Mobilität, der Bürgerbeteiligung, der nachhaltigen Quartiersentwicklung und all diese Dinge, genau da fließen immer Geoinformationen und die ganzen unterschiedlichen Sichten eben zusammen. Und das eben aufzuzeigen, genau daran möchten wir eben arbeiten. Sie haben es ja gerade schon beschrieben, das ist ja etwas sehr Greifbares, das ist etwas sehr, was uns betrifft als Gesellschaft, zentrale Themen, die in diesem Bereich gelöst, angesprochen werden und EntscheiderInnen zur Verfügung gestellt werden. Jetzt leiten Sie den Arbeitskreis Geodatenmanagement. Ist es direkt schon passend und passt es in diese greifbare Strategie dieser sehr praxisbezogenen Anwendungen? Oder wie, wenn Sie es griffiger machen könnten, wie würden Sie Geodatenmanagement einfacher, greifbarer machen? Ja, also Geodatenmanagement ist für mich und auch aus der Sicht unseres Arbeitskreises eben heraus genau etwas, was es mir nämlich ermöglicht, die unterschiedlichsten Daten aus den unterschiedlichsten Fachverfahren, den unterschiedlichsten sogenannten Stakeholdern und Beteiligten eben zusammenzubringen, um genau dann immer die Frage beantworten zu können, die sozusagen adressiert ist. Also, das soll heißen, in der Quartiersentwicklung, im Thema Mobilität, im Thema Stadtentwicklung und dergleichen. Also all diese Fragen. Und genau dort ist es eben die Aufgabe, dann auf Basis dieser unterschiedlichsten Datenquellen, sei es auch in Echtzeit oder sei es statische Daten, wie auch immer, aber genau dann die richtige Aggregationsebene eben herauszubringen, die so einfach mir dann meine Fragen beantwortet in Kennzahlen, in Grafiken, in interaktiven Karten oder wie auch immer, aber genau einfach verständlich und auf die Frage adressiert, die eben sozusagen im Kern besteht. Und das wird zum Beispiel sehr schön auch im Bereich der Quartiersentwicklung nämlich sichtbar. Und dort habe ich ja die unterschiedlichsten Sichten, also von Bürgerinnen und Bürgern, von den ganzen Anwohnern, von sozusagen vielleicht Gewerbetreibenden vor Ort, von der Stadt selbst und weiteren. Und wie kriege ich das eben in der Quartiersentwicklung zusammen? Und genau dort in einem digitalen Zwilling, in einem wunderbaren 3D-Modell,
kann ich dann eben auch Planungen sichtbar werden lassen. Also wo kommen Grünflächen hin, wo kommen vielleicht Bäume hin, wo kommen Ruhebereiche hin, wo sind dann Parkplätze, wie ist vielleicht die Verkehrsführung und all das, was ich in 2D-Karten bisher habe, kann ich da auch in dreidimensionaler Sicht eben wirklich werden lassen und ja, hole alle entsprechend ab und rufe die A-Effekte aus. So sieht das aus. Und dann habe ich hier folgende Sichtverbindung oder Schattenwurf oder was auch immer. Ich kann dann auch in solchen 3D-Modellen vielleicht auch regnen lassen oder Wetter simulieren und kann das Ganze dann vielleicht auch mit Augmented Reality nach außen nehmen, wenn es um neue Projekte geht. Also ich habe so vielfältigste Möglichkeiten, aber der Blick auf genau die Fragestellung und die Daten, die dann relevant sind, das ist eben sozusagen die Herausforderung, die ein Geodatenmanagement liefern muss. Und zum Stichwort Quartiersentwicklung, wir haben ein sehr spannendes Beispiel aus der Stadt Mönchengladbach. Das habe ich Ihnen als Video mitgebracht und wenn Sie möchten, können wir hier gerne einfach mal reinschauen. Sehr, sehr gerne. Film ab. Seit 2021 ist die Stadt Mönchengladbach Modellstadt für Smart Cities. Wir schaffen jetzt zunächst erstmal eine Grundlage, um eben diese Digitalisierung, diese Smart City zu ermöglichen und wollen zukünftig dann wichtige Themen wie Umwelt, Mobilität, Bürgerservice angehen. An welchen Punkten können wir effektiv ansetzen, um die Stadt zu verbessern mit Digitalisierung? Der Hauptgewinn, den wir darin haben, ist tatsächlich, dass wir diese Gesamtvisualisierung sämtlicher städtischen Daten in einem System hinbekommen können. Das Westend ist unser Außentestgebiet für den Prototypen digitaler Zwilling und auch hier wird verschiedene Sensorik vertestet für die Stadtplanung. Da haben wir einen ganz konkreten Anwendungsfall, den wir umsetzen wollen, und zwar werden da die Wohnstraßen neu gestaltet. In diesem Zusammenhang sollen die Wohnstraßen klimafreundlicher werden, grüner werden. Wir messen da jetzt die tatsächlichen Verkehrsflüsse. Wie viel Verkehr läuft eigentlich tatsächlich durch dieses Gebiet? Wie hoch ist die Parkplatzausnutzung real gesehen? Wie sind die Umweltmesswerte an der Stelle? Messen wir CO2-Werte, Formaldehyde, Ozonwerte, Feinstaubwerte? Und können jetzt über einen langen Zeitraum gemessen tatsächlich real sagen, okay, hier besteht Handlungsbedarf an den und den Stellen, weil. Mich begeistert an dem Arbeiten mit dem digitalen Zwilling, dass wir das mit Daten hinterlegt haben, was wir denken, welche Missstände es in der Straße gibt. Am Anfang ist es natürlich so, dass wir die Daten als Planungsgrundlage nutzen können, als Argumentationsgrundlage. Im Weiteren können wir dann über den digitalen Zwilling die Planung natürlich auch visualisieren, um dann das Geplante nach außen zu tragen, zu kommunizieren und den Bewohnern auch zu zeigen. Bisher sind die Reaktionen sehr positiv, weil die Menschen, wenn sie keine Planer sind, immer etwas Schwierigkeiten haben, den Plan zu lesen und sich das dann besser vorstellen können, wenn sie auf Augenhöhe mal durch die umgestaltete Fläche gehen, wie zum Beispiel hier, und sehen können, wie der Platz aussehen kann, wenn sie sich auf einmal durch Grün bewegen und nicht durch Asphalt. Die Planer haben auch noch nirgendwo irgendwie eine Datengrundlage gehabt, wo ein CO2-Wert aufgeführt ist, wo Temperatur aufgeführt ist. Und die finden das jetzt auch spannend natürlich zu sehen, dass wenn ihre Planung auch gebaut wurde, was das dann auch verbessert. Ja, eindrucksvoll, wie das auch gezeigt wird in Mönchengladbach und tolle Beispiele. Und da sieht man einfach, wie es helfen kann bei der Entscheidungsfindung, wie praktisch es ist und was für ein tolles Werkzeug und auch Mittel so ein digitaler Zwilling, so eine Darstellung bringt. Und wenn wir jetzt mal auf die Intergeo gehen, die ja im Oktober, vom 10. bis 12. Oktober in Berlin stattfindet, dann bringen wir jetzt mal das alles, was Sie gerade erzählt haben, sozusagen auf die Intergeo, denn auch dort halten Sie ja, also da ist ja auch eine Session zu Future of GIS. Erzählen Sie uns da mal, was das damit zu tun hat, mit Ihrem Arbeitskreis, mit Geodatenmanagement und diesen Zielen, die Sie auch gerade schon im ersten Teil des Gesprächs formuliert haben.
Ja, genau, im ersten Teil, ich habe es vielleicht ein wenig verklausuliert, zum Teil ausgedrückt. Das hängt einfach damit zusammen, dass wir uns nämlich für die Intergeo ganz genau nämlich dort vorhalten möchten, dann unsere konkrete Vorstellung von unserem Arbeitskreis aufzuzeigen, nämlich welche Anforderungen haben wir an ein Geodatenmanagement, wie sind diese Informationen, die dann fließen, für Entscheider eben darzustellen und welche Mehrwerte habe ich. Und das sind natürlich Dinge, die haben wir nicht neu erfunden, aber wir versuchen dort mit einem Wording, was ihr uns denken, ganz konkret eben auch eindrucksam ist und was das eigentliche Anliegen ist und vielleicht so marketingtechnisch dann nach außen hin transportiert Interesse weg, nämlich das Ganze aufzuzeigen. Und genau das habe ich vor, in meiner Session, nämlich an dem 10. Oktober von 14 bis 15 Uhr in The Future of GIS auch vorzustellen. Okay, das klingt echt nach einem großen Plan, was Sie da vorhaben. Das versuchen viele, auch viele auf der Intergeo, seit Jahren eigentlich. Was denken Sie, bringt Ihren Plan zum Erfolg und warum setzen Sie sich dafür ein? Also zum einen bin ich grundlegend überzeugt, dass Geoinformationen die Basis jeglicher Prozesse und Entscheidungsfindungen sind, die wir haben. Wirklich jegliche. Und das ist meine interne Motivation und ich habe einen fantastischen Arbeitskreis. Wir sind sehr gut aufgestellt. Wir haben sozusagen auch eine Mischung von jüngeren, älteren Teilnehmern. Insofern ganz unterschiedliche Blickwinkel auf das Thema. Und daher, denke ich, sind wir so gut aufgestellt, dass wir auch ein Wording fassen können, was eben so keck ist und so innovativ und so interesseweckend, dass wir genau nämlich das machen, Interesse für Geoinformation und die Relevanz eben auch zu fördern und herauszubringen. Und also ich bin davon überzeugt, dass wir da einen schönen Beitrag leisten. Uns ist absolut klar, dass wir das Rad nicht neu erfinden, aber vielleicht sind wir jetzt genau an einem guten Zeitpunkt, um das anzustoßen. Und mein Wunsch ist, dass wir auch den richtigen Ton treffen und das richtige Wording, genau das zu erreichen. Dann sind wir da gespannt. Sie haben das eigentlich perfekt angeteast, nämlich in Berlin an der Intergeo 2023 teilzunehmen, mehr darüber zu erfahren und natürlich auch den ganzen tollen Keynotes, Vorträgen, Impulsen zu folgen, aber natürlich auch den ganzen Bereich der Ausstellung, der Messe zu besuchen und alles eben in der Praxis auch wahrzunehmen und Neues zu erfahren. Und insofern freue ich mich da sehr drauf und ich danke Ihnen für den heutigen Austausch zum auch Arbeitskreis Geodatenmanagement und freue mich, wenn wir uns im Oktober dann in Berlin sehen. Das war Christoph Kani. Vielen herzlichen Dank.